Diese Provinz wird oft als Halong Bay auf dem Land bezeichnet und wird dich mit ihrer atemberaubenden Landschaften und entspannter Atmosphäre verzaubern. Willkommen in Ninh Binh. Hier hast du die Möglichkeit, die höchste Pagode Asiens zu besuchen, zu einem Drachen hinaufzuklettern, das UNESCO-Weltkulturerbe in Trang An zu bestaunen und vieles mehr. Wir zeigen dir die besten Aktivitäten in und um Ninh Binh und geben dir nützliche Informationen, damit du deine Reise bestens planen kannst. Außerdem ist es eine unglaubliche Erinnerung unserer Abenteuer, die wir gerne mit dir teilen. Auf den Roller, fertig, los! Einen wunderschönen guten Morgen aus Tam Kok, nah an Ninh Binh. Diese Namen, die machen uns fertig, aber das schaffen wir schon. Ninh Binh liegt etwa 90 Kilometer von Hanoi entfernt und ist mit dem Zug oder Bus erreichbar. Die Fahrt dauert etwa 2 bis 3 Stunden, je nach Verkehrslage. Deine Tickets kannst du bequem online über want2go.asia oder die Agoda-App im Voraus buchen. Die meisten Touristen kommen in der Provinz Tam Kok unter. Die Ortschaft eignet sich sehr gut für Touristen, denn viele der Einheimischen sprechen grundlegendes Englisch. Außerdem ist vieles für den Komfort der Touristen ausgelegt. Es gibt eine zahlreiche Auswahl an Hotels und Homestay-Plätzen, Bankautomaten sowie eine große Auswahl an Restaurants. Die Provinz Tam Kok ist sehr überschaubar und man findet sich recht schnell zurecht. Du findest diverse Fahrradverleihmöglichkeiten und auch Scooterverleih. Erstmal müssen wir Bahn kennen. Maps hat uns gerade zu der Gasstation geführt, die ein Schild hat, aber wo ist die Gasstation? Hart? Yeah, got 95 yellow. Good for scooter. So, Gedanken haben wir. Jetzt können wir Tam Kok erkunden. Und nun kommen wir gleich zu den ersten Sehenswürdigkeiten und Aktivitäten. Der Name Halong Bay auf dem Land kommt am deutlichsten zum Vorschein bei der Trang An Tour. Es ist nur 10 Kilometer vom Tam Kok entfernt, mit einem Scooter brauchst du nur 20 Minuten. Scooter ist geparkt, jetzt müssen wir uns für eine Route entscheiden, welche wir nehmen wollen. Wir haben uns jetzt für eine Tour entschieden, Tour 2, die dauert 3,5 oder 3 Stunden. Und jetzt warten wir auf noch 2 weitere Leute, denn der Boot muss mit 4 Leuten besetzt sein. Wir sind auf dem Boot. Trang An ist bekannt für seine atemberaubenden Karstformationen, zu deren Kalksteinberge, Höhlen und Flüsse gehören. Seine außergewöhnliche Schönheit hat es zum UNESCO-Weltkulturerbe gemacht. Wir sind angekommen in dem ersten Tempel. Ich glaube, es sind noch 3, die uns erwarten und noch 3 Höhlen. Das gehört alles zu der Tour 2. Eine der Hauptattraktionen sind die zahlreichen Höhlen, die über das ganze Gebiet verstreut sind. In einer Tagestour kann man diese Höhlen bei Bootstouren erkunden. Ganz schön eng hier. Die Region beherbergt außerdem mehrere alte Tempel und Pagoden. Dafür musst du dich für eine der 4 Bootstouren entscheiden. Wir sind im Tempel Nummer 3. Es werden immer weniger Leute. Es verläuft sich mal mehr und mehr durch die ganzen verschiedenen Routen. Und es hilft auch ein bisschen mitzurudern. Dann überholt man praktisch so ein bisschen die Masse. Und dann hatten wir eine komplette Aussicht für uns alleine. Wir haben im Tempel 3 noch eine zusätzliche Aktivität anscheinend in unseren Tickets gehabt, über die wir selber nicht gewusst haben. Aber unser Bootsführer hat uns zum Glück jetzt wirklich dahin geführt und sagt, pick up, pick up. Wir haben pick up verstanden, dass er uns von dort abholt. Aber nein, das ist vermutlich ein Dorf, wo wir jetzt gerade hinlaufen.
fährt noch ein Elektrikauto. Taxi. Taxi, es bringt jetzt uns irgendwo hin. Đã Ich ơi, weiß gar nicht. có năm khách Tây vậy? như mày kia Vậy đây nó thôi. là đi đi mày hơi buồn luôn đâu đây nó cái nhỏ cứ thôi đây đi rồi. Wir wurden jetzt aus dem Auto rausgelassen, die anderen Vietnamesen sind jetzt weitergefahren. Ich weiß nicht, was los ist. Und wir sind hier die Einzigen. So, Vitali, wie nennen wir unser Dorf? Oder Ureinwohner. Wow, sehr kreativ, sehr kreativ. Vietnamesische Ureinwohner. Komplett alleine. Zum Glück ist das Zelt schon aufgestellt. Ich gehe davon aus, dass unser Ausflug damit auch schon zu Ende ist. 3 Stunden sind bestimmt schon vergangen. Wir sind gerade auf dem Weg. Das ist genau richtig jetzt, weil jetzt fängt es an zu regnen und wir sind fertig. Passt ganz genau. Weiter geht es zu der Bichtang-Pagode. Der Eintritt ist kostenlos, es bietet einen bezaubernden Fotomotiv, außerdem kann man in einer Höhle eingebaute Pagode bestaunen. Das sind Fledermäuse. Die Anreise zur Bichtang-Pagode ist einfach. 20 Minuten reichen aus, um alles zu erkunden. Es eignet sich als ein kurzer Zwischenstopp zu deiner nächsten Aktivität. Deutlich mehr Zeit wirst du bei der nächsten Aktivität brauchen. Badin-Pagode. Eine der eindrucksvollsten Tempelanlagen in Vietnam. Was kann man hier sehen? Den längsten Korridor in Asien mit 500 Ahat-Statuen, die lebensgroße Monumente erleuchteter Buddhas darstellen. 1, 2, 3. Wir laufen gerade den Korridor der 500 Statuen. Das Tolle ist, wir sind hier auch wirklich alleine. In den Google-Bewertungen hieß es, wenn man herkommen will, dann mitten in der Woche, sonst am Wochenende wird es ein bisschen voller, weil auch die Einheimischen gerne diese Tempelanlage besuchen. Und heute ist genau Donnerstag. Ja, der gefällt mir auch, vor allem sein Tiger hinter ihm. Jeder der Statuen sieht immer auch ganz anders aus. An den Wänden befinden sich hunderte von goldenen Buddha-Figuren in kleinen Nischen. Die höchste Pagode in Asien mit einer Höhe von 100 Metern und 13 Stockwerken, die man übrigens begehen kann und dann einen 360-Grad-Ausblick auf die gesamte Anlage bekommt. Es ist gerade hier oben so schön. Ich bin komplett alleine. Von hier aus habe ich den schönen Sonnenuntergang, die ganze Landschaft, 360-Grad-View, nichts ist stört. Man hört die Insekten, die Vögel, mal 1 oder 2 bellende Hunde und ansonsten ist hier komplette Stille. Ist gerade richtig inspirierend. Und langsam gehen auch die ersten Lichter an. Es lohnt sich hier auf jeden Fall bei Tage und so ein bisschen auch, dass man den Sonnenuntergang mitbekommt, herzukommen. Definitiv. Die gesamte Anlage umfasst 4 Tempel. 3 Tempel repräsentieren die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Der 4. Tempel ist der Göttin der Barmherzigkeit gewidmet. Auf dem höchsten Hügel der Badin-Pagode positioniert steht diese 10 Meter hohe Bronzenstatue. Sie ist die größte freistehende Bronzenstatue in Südostasien und wiegt 80 Tonnen. Der Tempelkomplex liegt inmitten von grünen Hügeln und Kalksteinfelsen.
Die Natur hier ist atemberaubend schön und sorgt für eine friedliche und ruhige Atmosphäre. Man kann hier die spirituelle Atmosphäre genießen, die beeindruckende Architektur bewundern und die wunderschöne Natur erleben. Es ist ein Ort der Ruhe und Besinnung, aber auch ein Ort der Schönheit und Pracht. Die Baidin-Pagode bei Nacht ist ein bezaubernder Anblick. Der gesamte Tempelkomplex ist mit sanften leuchtenden Lichtern geschmückt. Ein paar Tipps für deinen Besuch. Die Baidin-Pagode ist ein religiöser Ort. Kleide dich daher angemessen und vermeide kurze Röcke, Shorts und Tanktops. Julia wurde eingekleidet. Richtig schick. Das Gebiet ist groß, daher solltest du dich auf viel Lauferei einstellen. Falls du nicht so viel laufen willst, dann kannst du zusätzlich die Hop-on, Hop-off-Fahrten für den elektronischen Golfwagen erwerben. Im Normalfall bin ich so fürs Laufen, aber bei der Hitze Nee, bei den Temperaturen ist das nicht möglich. Ist so schon. viel wie möglich fahren. Behalt dein Ticket bis zum Schluss, denn das brauchst du auch, um rauszukommen. Die Moa-Höhle in Yunbin ist eine weitere Top-Aktivität. Nach dem Aufstieg von 500 Steinstufen zum Aussichtspunkt wirst du mit einem atemberaubenden Panorama belohnt. Die Moa-Höhle in Yunbin liegt etwa 5 Kilometer nördlich vom Tang Kok. Eine Fahrt dorthin dauert normalerweise 10 Minuten mit dem Motorrad vom Stadtzentrum aus. In Tamkop gibt es viele Wasserliliengärten, wir haben mindestens 3 gesehen. Der schönste Garten war aus unserer Sicht bei der Moa-Höhle und ist sogar im Ticketpreis enthalten. Der Lotus gilt als die inoffizielle Blume Vietnams und wird auch in sehr vielen Geschichten und in der Kunst verwendet und gilt als ein Symbol der Reinheit. Und ein vietnamesischer Sprichwort sagt, was in dem Schmutz wächst, bleibt trotzdem rein. Im Sinne, dass die Lotusblume im Schlamm oder in diesem Wasser wächst, aber wenn sie aufblüht, ihre Reinheit nicht verliert. Die Moa-Höhle bietet außerdem viele tolle Fotomotive für alle, die gerne fotografieren. Plane deshalb ein bisschen Zeit ein. Wir sind gerade in Yunbin in der Stadt, aber größere Sehenswürdigkeiten werden wir hier wohl nicht finden. Ist jetzt zumindest in Yunbin nicht bekannt dafür. Und auch die meisten Touristen kommen in Tom Kok unter. Soll jetzt sich das Leben, ja? Ja, in Vietnam kann man es echt genießen. Ja. Ich glaube, so viel im Restaurant gegessen haben wir noch nirgendwo, oder? Wir haben noch kein einziges Mal gekocht. Come on. Ja. Also in Südamerika haben wir durchgängig gekocht. Es waren eher Ausnahmen, dass wir ins Restaurant gegangen sind. Und das schmeckt ja auch. Wir laufen gerade ein bisschen um den See herum. Es fahren Boote auf dem See. Have a good day.
Ich habe endlich ein typisches vietnamesisches Kaffee bekommen, so wie ich ihn auch in Berlin kenne. Es wird erstmal in so einem Behälter serviert. Hier ist drin heißes Wasser, das muss durchlaufen und erst dann ist fertig. Und es ist keine Milch, das ist Milchmädchen. Und das ist sehr süß und wenn man will, kann man dann sich das noch ins Kaffee geben. Aber das tun wir nicht, das ist dann kein Kaffee. Hungrig musst du hier definitiv nicht bleiben. Wir haben uns meistens von den Google Maps Bewertungen leiten lassen und wurden nie enttäuscht. Probier mal doch den Salt-Kaffee. Oben ist auf jeden Fall Salz. Doch, das hat was. Also viel Spaß beim Probieren und für uns geht es erstmal weiter nach Hanoi auf eine sehr bequeme Art und Weise. Trinken haben wir auch. Man kann sich hier sogar anschnallen. Du hast noch eine Massagefunktion? Nein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.